Jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil. Wir schauen uns jetzt mal das Fundament an, nämlich die Benutzeroberfläche. Katharina, kannst du uns zeigen, wie wir uns im ersten Step mal einloggen und dann in der Vigio-Web-Anwendung auch zurechtfinden? Sehr gerne. Vielen Dank für den Überblick. Ich wechsle hierzu mal in unsere Oberfläche. Sie sehen hier schon gleich unsere Login-Oberfläche, wo Sie hier Ihren Benutzernamen und das Passwort eintragen können und mit Klick auf Anmelden kommen Sie auch schon in unsere Anwendung. Hier sehen Sie komplett zentral unser Kartenfenster und oben drüber das Menüband, wo sich alle unsere Funktionen befinden, die wir Ihnen heute zeigen werden. Sie können mit gedrückter linker Maustaste können Sie den Kartenausschnitt verschieben. Mit dem Mausrad können Sie in die Karte hineinzoomen und auch wieder hinauszoomen. Und wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und mit der linken Taste auch ein Fenster aufziehen, können Sie auch genau an diese Stelle hinzoomen. Bevor wir aber jetzt richtig anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Hier über diese 3 Punkte kommen Sie in die Einstellungen. Hier finden Sie das Handbuch, wo nochmal alle Funktionen detailliert beschrieben stehen. Hier können Sie auch, sofern es notwendig ist für Sie, eine andere Sprache einstellen. Sie finden nochmal genauere Informationen über das Vigio Web, wie zum Beispiel die Version. Und auch hier können Sie einstellen und entscheiden, welche Dateninhalte Sie in der Tabelle sehen möchten. Dazu komme ich aber später nochmal genauer. Ja, jetzt hast du uns schon einen guten Überblick gegeben. Jetzt sehe ich in der Kopfzeile die Adresssuchzeile. Wäre es möglich, dass wir da jetzt mal eine bestimmte Adresse eingeben, zum Beispiel unseren Firmensitz, die Belgradstraße 59 in München? Sehr gerne. Hier gebe ich einfach mal ein. Und Sie sehen hier schon, es funktioniert es passiert eine Autovervollständigung. Ich muss gar nicht den kompletten Text eingeben. Ich gebe hier jetzt nur noch die Hausnummer ein und Sie sehen, die Adresse, die gewünschte Adresse, die ich suche, wird hier auch schon gefunden. Wenn ich hier draufklicke, zoomen wir an diese Stelle heran und der orange Pin zeigt mir, wo sich die Adresse befindet. Kann ich jetzt auch direkt in der Karte eine Adresse suchen, weil manchmal ist der PIN nicht ganz richtig gesetzt oder in einem Neubaugebiet gibt es ja vielleicht dann auch noch nicht die Adresse? Ja, das kann ich auch machen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich die Adresse nicht kenne, aber weiß, wo sich der Punkt befindet, kann ich mit lang gedrückter Maustaste in die Karte reinklicken und dann sehe ich schon, dass auch hier der orange Pin erscheint und oben in der Adresssuchzeile wird mir die Adresse angezeigt. So weiß ich dann, um welche Adresse es sich handelt. Und jetzt haben wir schon die Grundfunktionen unseres Vigio Webs gezeigt. An diesem Punkt kommen die Daten ins Spiel. Die Daten bilden das Herzstück eines jeden Geoinformationssystems, auch von unserem Vigio Web. Denn ohne Daten haben wir zwar eine hübsche Oberfläche, können die Funktionen aber nicht richtig nutzen. Nur mit Ihren internen und auch externen Daten können Sie fundierte Analysen starten. Aber dazu kannst du uns jetzt mehr erzählen. Ja, ganz genau. Was sind denn jetzt raumbezogene Daten? Geodaten haben einen bestimmten Bezug zu einem Ort auf der Erde. Das heißt, wir können sie wirklich genau auf einer Karte verorten. Entweder direkt über eine Koordinate oder auch indirekt zum Beispiel über Adressen oder über zum Beispiel Flächen. Welche Daten können wir denn jetzt in der Praxis verwenden? Im Wesentlichen unterscheiden wir hier zwischen einerseits den internen Daten, die Ihr Unternehmen im Detail beschreiben, das heißt den Ist-Zustand abbilden. Und hier können wir beispielsweise Ihre Kundendaten, Kundenadressen oder Händlerstandorte oder auch zum Beispiel Online-Käufer abbilden. Hinzu können wir dann eben auch noch gewisse KPIs nehmen und diese abbilden, zum Beispiel verschiedene Umsätze oder aber auch zum Beispiel Informationen zu Wartungsintervallen oder zu Ihren Produkten. Wenn Sie zum Beispiel Kassenbefragungen durchführen, können wir die PLZ-Daten ebenfalls nutzen, um beispielsweise das tatsächliche Einzugsgebiet um einen Standort herum zu ermitteln. Das heißt, Sie sehen schon, im Wesentlichen haben Sie bestimmt schon einige Daten, die Sie in Ihrem Unternehmen gesammelt haben, die wir hier verwenden können und auch visualisieren können. Wichtig ist immer nur, dass wir einen Raumbezug herstellen können, beispielsweise über eine Adresse. Auf der anderen Seite haben wir dann jetzt hier noch die externen Daten. Diese Daten beschreiben Ihr Umfeld, Ihren Markt. Und wir arbeiten mit zahlreichen Datenpartnern zusammen und können dann eben auch entsprechende Daten zukaufen für Sie. Als Beispiel, wir können Wettbewerberstandorte darstellen, wir können aber auch zum Beispiel potenzielle Neukunden visualisieren oder aber auch zum Beispiel unterschiedliche Marktdaten.
Da können wir also Informationen zur Soziodemografie oder aber auch zu unterschiedlichen Kaufkräften. Im Wesentlichen lässt sich jetzt hier zusammenfassen, je mehr Daten Ihnen zur Verfügung stehen, also sowohl interne als auch externe Daten, desto fundierter werden letztendlich Ihre Analysen. Jetzt kommen wir wieder zurück zum WigeoWeb. Jetzt ist natürlich auch interessant zu wissen, wie bekommen Sie denn überhaupt Ihre Daten in unser System? Da ist es abhängig, welche Anforderungen Sie haben und dementsprechend stehen Ihnen dann auch unterschiedliche Optionen bei uns zur Verfügung. Wir haben jetzt mal die verschiedenen Optionen hier grob in 3 Kategorien eingeteilt. Wir starten jetzt mal auf der linken Seite. Wir gehen davon aus, dass Sie eine geringe bis große Datenmenge haben, aber sehr, sehr seltene Updates notwendig sind. Das heißt, hier werden wir Ihre Daten sowieso, machen wir immer bei jedem Projekt, konfigurieren und ins WigeoWeb laden. Und wenn Sie aber sagen, Sie möchten nach 1 oder 2 Jahren zum Beispiel mal ein komplettes Update haben, dann machen wir das nach Bedarf. Im System selbst können Sie natürlich auch mit dem Datenstand immer weiterarbeiten. Und das betrifft auch die Daten, die wir über Datenpartner zum Beispiel beziehen. Auch hier werden wir dann sozusagen die Updates immer für Sie durchführen. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir gehen wieder davon aus, dass Sie eine geringe bis große Datenmenge haben, aber diesmal haben Sie deutlich häufigere Updates in Ihren Daten. Hier stehen Ihnen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Entweder Sie laden Ihre Daten über das Content-Management-System hoch. Das Content-Management-System ist sozusagen im Hintergrund und Sie können damit, das ist im Endeffekt ein Bedienpult, das es erlaubt, die Inhalte in der WigeoWeb-Anwendung darzustellen, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen. Wenn Sie jetzt aber sagen, das Content-Management-System benötigen wir nicht, dann ist es auch möglich, dass wir einen clientseitigen Upload-Button für Sie konfigurieren. Oder was als dritte Option zur Verfügung steht, dass wir einen automatischen Upload über den FTP-Server, FTP steht für File Transfer Protocol, durchführen. Das ist im Endeffekt ein Austauschserver. Sie legen dort Ihre Daten ab und wir ziehen dann eben die entsprechenden Daten ins WigeoWeb ein. Wichtig bei all diesen Optionen ist, dass wir die Tabellenstruktur, die wir im Vorfeld mit Ihnen gemeinsam festgelegt haben, auch weiterhin so bekommen, wie wir sie besprochen haben. Kommen wir jetzt zur dritten Kategorie. Wenn Sie jetzt sehr, sehr große Datenmengen haben und deutlich häufigere Updates benötigen, dann macht es einfach Sinn, dass wir Ihr System per Schnittstelle an unser WigeoWeb anbinden. Wir unterstützen hier alle gängigen CRM, ERP oder auch anderweitige Datenanalyse-Tools. Welche Option am Ende für Sie die richtige ist, werden wir in Gesprächen mit Ihnen gemeinsam herausfinden und Sie natürlich an die Hand nehmen. Kommen wir jetzt wieder zurück zum WigeoWeb. Schauen wir uns mal an, wie wir Kundendaten in unser System laden. Hierfür haben wir jetzt eine Kundentabelle mitgenommen, die wir uns jetzt mal im Detail etwas näher anschauen. Und zwar sehen Sie jetzt hier, wir haben einerseits Vor- und Nachname der Kunden enthalten. Hier könnte aber natürlich auch der Firmenname stehen. Wir haben auch die Adresse drinnen. Über diese können wir dann eben auch die Kundenpunkte im WigeoWeb dann darstellen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben jetzt hier auch weitere KPIs, nämlich einmal den Kundentyp mit ABC-Kunden und wir haben unterschiedliche Umsätze vom laufenden Jahr, Vorjahr und auch von Q1 und Q2. Und wir haben jetzt hier auch noch den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter enthalten. Katharina, können wir jetzt kannst du uns zeigen, wie wir diese Kundentabelle mal ins WigeoWeb hochladen? Sehr gerne. Dafür wechsle ich wieder ins WigeoWeb und zeige Ihnen, wie der Upload funktioniert. Wir haben hierfür den clientseitigen Upload schon mal eingerichtet, um Ihnen herzuzeigen. Wichtig hierbei ist, wie schon gesagt, dass die Datenstruktur immer gleich bleibt. Wir kommen hier über diesen Download- und Upload-Button und hier über den Reiter Upload. Hier haben wir die Möglichkeit, auch verschiedene Upload-Möglichkeiten hochzuladen. Beispielsweise könnten Sie neben Kundendaten auch noch Vertriebsmitarbeiter hochladen. Außerdem können Sie verschiedene Dateitypen hochladen. Neben der Excel-Datei wäre auch noch beispielsweise ein CSV möglich. Mit dem Klick hier auf Upload wählen Sie Ihre Datei aus, öffnen diese und Sie sehen hier schon mal einen ersten Überblick über Ihre Datei. Welches Tabellenblatt verwendet wird, wie viele Zeilen importiert werden, wie groß es ist. Und hier sieht man auch schon die Spaltenzuweise, welche Spalte
welcher Spalte im VideoWeb zugeordnet wird. Durch die Voreinstellung brauche ich hier nichts mehr tun, lediglich mit Weiter bestätigen. Was passiert jetzt im Hintergrund? Im Hintergrund wird jede Adresse mit unserer hausinternen Joint Address Datenbank abgeglichen und für jede Adresse eine Koordinate angelegt. Somit kann die Adresse im VideoWeb verortet werden und in der Karte dargestellt. Außerdem wird noch dazu die ID abgeglichen. In unserem Fall wird jetzt beispielsweise geschaut, gibt es die ID schon, dann wird dieser Datensatz lediglich abgedatet. Gibt es diesen Datensatz noch nicht, wird er hinzugefügt. Das ist aber auch je nach Ihren Bedürfnissen, können wir hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn der Upload dann nun fertig ist, kommen Sie über diesen Button in das Layer-Fenster. Hier können Sie auch nochmal mit dem Pfeil dieses Fenster ausklicken oder wieder einblenden oder mit X auch wieder ganz schließen. Das Layer-Fenster ist in verschiedene sogenannte Layer-Gruppen unterteilt, um eine Übersichtlichkeit zu erhalten und eben die einzelnen Layer einzusortieren. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich das Menü. Und hier sind auch schon unsere Kundendaten. Mit einem Blick auf die Karte sehe ich nun ganz genau, wo sich meine Kunden befinden und wie diese in Deutschland verteilt sind. Wir haben jetzt unglaublich viele Informationen in unserer Excel-Tabelle gehabt. Wie sehe ich denn jetzt, welche Information zu welchem Datenpunkt gehört? Kannst du uns das zeigen? Sehr gerne. Für dies zoome ich ein bisschen näher ran, damit wir einen Überblick haben. Damit wir jetzt nun die Daten sehen, öffne ich hier mit diesem Button die Datentabelle. Und wir sehen schon an der Tabelle, wir haben die gleiche Struktur, wie wir sie vorhin in dem Excel gesehen haben. Wir haben den Vornamen und den Nachnamen, wir haben die Adresse, die verortet wurde und die restlichen KPIs, die wir auch vorher schon in unserer Excel-Tabelle hatten. Nun kann ich hier über die Selektion einen Punkt in der Karte markieren, wenn mich dessen Informationen interessieren. Und hier sehe ich den markierten Ort, den markierten Eintrag in der Tabelle und kann anschauen, welche Einträge der hat. Andersherum kann ich aber auch in der Tabelle einen Eintrag markieren und sehe, wo in der Karte befindet sich dieser Eintrag. Diesen habe ich hier. Wenn ich ihn nicht auf Anhieb finde, kann ich mit diesem Button auch ganz einfach ganz nah an ihn heranzoomen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den eingangs erwähnte Einstellung hinweisen, hier welche Dateninhalte in meiner Datentabelle zu sehen sind. Hier wird jetzt nur, nachdem er eingeschalten ist, nur der Dateninhalt angezeigt, den hier im Kartenfenster zu sehen ist. Das heißt, ich habe einen Eintrag in der Datentabelle. Schalte ich diesen an, sehe ich alle Dateien in ganz Deutschland. Für die Übersichtlichkeit werde ich das hier aber eingeschalten lassen. Eine weitere Möglichkeit ist, wie ich Informationen abgreifen kann, ist hier das Abfrageergebnis. Mit dem Abfrageergebnis klicke ich einen Punkt an und sehe hier rechts im Fenster eine vordefinierte Auswahl an Informationen genau über diesen Punkt. So kann ich auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen sehen. Benötige ich jetzt allerdings auch noch die restlichen Informationen zu diesem Punkt, kann ich hierüber diesen Punkt selektieren und sehe wieder in der Attributtabelle, um welchen Punkt es sich handelt und die Informationen dazu. Ja, jetzt haben wir immer nur einen Datenpunkt selektiert. Wäre es auch möglich, jetzt mehrere auf einen Schlag auszuwählen? Ja, das kann ich auch machen. Zum einen kann ich natürlich hier in der Attributtabelle einfach mehrere Punkte auswählen. Ich habe aber auch hier über das Selektionsmenü die Möglichkeit, andere Selektionsvarianten auszuwählen. Die funktionieren alle ähnlich und ich zeige das jetzt hier anhand von dem Kreis. Ich klicke einfach mit einem Klick in die Karte, ziehe dann einen Kreis auf und bestätige diesen wiederum mit einem Klick in die Karte. Und alles, was sich in diesem Kreis befindet, wird nun selektiert. Und hier sehe ich auch schon, hier oben in dem Kopf sehe ich, wie viele Datenpunkte selektiert wurden. Und in der Attributtabelle sehe ich, um welche Einträge es sich handelt. Und hier in dem Kopf der Spaltenbezeichnung sehe ich gleich die aufsummierten Werte. Somit erkenne ich auf einen Blick, wie viel Umsatz diese selektierten Einträge und Kunden machen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass wir relativ viele Datenpunkte auch visualisiert haben. Können wir jetzt auch gezielt nach einem Kunden zum Beispiel suchen?
Auch das ist möglich. Ich kann hier oben wieder die Suchleiste verwenden. Mit der Suchleiste möchte ich diesmal aber nicht eine Adresse suchen, sondern diesmal möchte ich in einem bestimmten Layer suchen. Auch das ist möglich. Hierzu wähle ich einfach den Layer aus, in dem ich suchen möchte, und nun suche ich in diesem Layer. Auch hier habe ich eine Autovervollständigung und es wird in allen Spalten und in allen Zeilen gesucht. Das heißt, wenn ich hier eingebe, was ich suchen möchte, werden mir alle Treffer angezeigt. Und auch hier suche ich den Gesuchten aus. Die Karte springt sofort auf diesen Punkt hin. Mir wird dann nochmal durch den orangen Pin angezeigt, wo sich der Punkt befindet, und ich kann die Informationen direkt ablesen. Und an dieser Stelle sind wir auch schon mit dem ersten Teil unseres Webinars fertig. Sie haben in diesem Teil gesehen, wie unsere Oberfläche des VideoWebs ausschaut, inklusive des Menübands und den Einstellungen. Außerdem haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie eine Adresse suchen und auch wie Sie reverse geokodieren können. Doriana hat Ihnen gezeigt, wie Sie Daten ins VideoWeb einbinden, welche Daten Sie ins VideoWeb einbinden und welche Upload-Möglichkeiten Sie haben. Ich habe Ihnen dann gezeigt, wie beispielsweise der clientseitige Upload funktioniert, wo Sie die Datentabelle finden und wie Sie die Informationen abrufen lassen.